Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Überblicksvideo auf replayhandball.de. Heute mit den aktuellen Farben und Schuhen der Essex Produktrange für die laufende Saison. Was Neues, was bleibt, was gut ist, was nicht so gut ist, das gleich im Überblick. Wir haben für Essex dieses Jahr eine relativ breite Range von Volleyballschuhen über Handballschuhe bis hin zu Multisportschuhen, die alle allerdings für Handball bestens geeignet sind, allerdings unterschiedliche Anforderungsprofile haben. Nach wie vor eine sehr bunte Range, nicht so viele cleane Farben, da unterscheiden sich ein bisschen von den Wettbewerbern. Wem es gefällt, der findet bei Essex auf jeden Fall farbenfrohe Indoor-Schuhe. Wir fangen ja an mit dem Sky Elite, klassischerweise ein Volleyballschuh, das Topmodell aus der Volleyball-Range, allerdings schon seit Jahren sehr, sehr beliebt im Handballbereich, sehr stabil, ungewöhnlich für einen Volleyballschuh, gerade in der lateralen Stabilität sehr, sehr gut. Also auch gerade für Rückraumspieler ein Top-Schuh, gut gedämpft, trotzdem sehr stabil, trotzdem dynamisch, auf jeden Fall eine starke Kaufempfehlung. Wir haben hier einmal das absolute Topmodell, den Meta-Rise für 200 € UVP. Da hat Essex die gesamte Technik der letzten 10 Jahre gefühlt drin verbaut. Das ist ein sehr, sehr schwerer Volleyballschuh, also da wirklich für große Kreisläuferinnen und Kreisläufer vielleicht eine Möglichkeit, ansonsten tatsächlich ein klassischer Volleyballschuh. Dann haben wir hier einen Schuh, der seit Jahren sehr beliebt ist im Handballsport. Das ist der Netburner. Wir haben ihn einmal hier in der FF-Variante und hier in der Super FF-Variante. Das ist ein Schuh, der jahrelang ein sehr gutes Laufgefühl hatte, fast schon so an Laufschuhe angelehnt. Es wird immer mehr ein Indoor-Schuh, er wird immer stabiler. Wir hatten ihn lange in der lateralen Stabilität als sehr schlecht tatsächlich tituliert, wo wirklich nur das gerade Auslaufen sauber vonstatten ging. Mittlerweile muss man sagen, auch die schnellen Richtungsänderungen, also auch für Handballerinnen und Handballer bestens geeigneter Schuh, aber eher ein Schuh für Außenspielerinnen und Außenspieler. Dann haben wir hier einen Klassiker auch, den Blast FF, mittlerweile eben nicht mehr mit der Geldämpfung, sondern mit diesem Flightform-Schaum, deswegen Blast FF. Er ist ein bisschen leichter, dynamischer geworden. Die Vorgängermodelle waren eher klobig, eher schwer. Der ist deutlich flacher geworden und deutlich dynamischer. Deswegen findet man ihn mittlerweile in der Bundesliga auch bei leichteren Spielerinnen und Spielern. Zum Abschluss hier der Gel Beyond. Multicourt und ein Multisportschuh, auch sehr beliebt in der Volleyball-Community. Er ist ein Schuh, der von Andi Schmidt getragen wird in der Handball-Bundesliga und allein deshalb schon mit in diesen Überblick muss. Hier noch mit der klassischen Geldämpfung, also das alte Dämpfungsmaterial von Essex verbaut. Ein sehr stabiler Schuh, trotzdem relativ leicht im Gewicht. Von Andi Schmidt geadelt als Schuh für seinen Spielstil als dynamischer, schneller Rückraummitte. Das war der Überblick über die Essex Range für die laufende Saison. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns auf replayhandball.de, auf unseren Social Media Kanälen und bis zum nächsten Mal.